Ich gebe Ihnen die 5000 Mark und Sie ziehen die Anzeige zurück. Fiona. Damit kann ich leben. Kathi ist wie eine Wanze in Christophs Schlafzimmer für uns. Durch sie können wir erfahren, was er vorhat. Mit einer Minderjährigen rummachen, um einen Prozessgegner auszuhorchen. Willst du noch immer bei Brandenbau einsteigen? Was? Willst du? Ja oder nein? Ja, natürlich will ich. Klar, habe ich doch gesagt. Also, herzlich willkommen. Und was kommt als nächstes? Die Gemälde oder der alte Leuchter? Weder noch. Jetzt kommt eine ganz scharfe Nummer. Unschuldiges Mädchen. Akt. Deutschland um 1996. Ich dachte, du wolltest Fotos machen. Ich glaube, ich muss mir das Modell erst noch aus der Nähe anschauen. Und, wie gefällt dir der Modell? So aus der Nähe? Immer besser. Oh, Marc, ich wusste es vom ersten Augenblick an. Was? Dass ich dich liebe. Kathi, das geht nicht. Warum denn nicht? Ist doch keiner hier? Wir sind ganz allein. Ich mach mich strafbar. Du bist noch keine 16. Ich darf dich nicht mal anfassen, Mensch. Aber ansehen darfst du mich doch, oder? Naja. Wenn du mich schon nicht anfassen darfst, dann können wir doch wenigstens ein paar Fotos machen. Nur so, für zu Hause. Nur so für zu Hause, hm? Gute Idee. Aber zuerst machen wir ein Foto von uns beiden. Ja. Wäre doch zu schade, wenn wir den Moment nicht festhalten würden. Und? Na? So. Und jetzt? Zeig mal, was du drauf hast, hm? Hallo zusammen. Hallo. Hi. Na, so fleißig? Naja, ich muss mich irgendwie nützlich machen, ne? Magst du nicht mal eine kleine Pause einlegen? Ja klar. Hm? Ja, dann lass es uns doch mal ein bisschen unterhalten. Ich meine, wir sind jetzt quasi Nachbarn. Okay, alles klar. Dann setzen wir uns. Oh, Frank, du bist nicht zum Vergnügen hier. Tut mir leid. Vielleicht nach Feierabend. Wird das vielleicht heute noch was? Ich bring das gleich zum Container. Also, wenn du in diesem Tempo weitermachst, dann brauchst du Jahre, um deine 5000 Mark abzuarbeiten. Ich müsste hier gar nicht arbeiten, wenn du nicht so clever gewesen wärst. Also jetzt hör mal zu, mein Junge. Wenn ich dir nicht aus der Patsche geholfen hätte, siehst du jetzt mit einem Bein im Gefängnis. So ein Quatsch. Okay, ich habe einen Tausender geklaut. Aber ich find's verdammt unfair, dass ich mir jetzt für 5000 Wolf schuften muss. Frank, du kannst froh sein, dass du überhaupt hier bleiben darfst. Darum geht es doch nicht. Natürlich. Fiona gibt ein Vermögen aus, um deinen Mist wieder gerade zu biegen und alles, was dir einfällt, sind dumme Sprüche. Ich habe sie nicht darum gebeten. Ja, ich könnte mich auch schwarz ärgern, dass ich es getan habe. Wenn wir uns erst einmal die neue Planierraupe angeschafft haben, dann brauchen wir vor dem nächsten Projekt... Bert, darüber sollten wir wirklich noch mal reden. Ich bin mir nicht sicher, ob sich so eine Rieseninvestition auch lohnt. Aber ja, natürlich lohnt sich die. Das ist doch gar keine Frage. Der nächste Großauftrag kommt schneller, als du denkst. Und was, wenn nicht? Und was, wenn doch? Arno, die Sache ist doch ganz einfach. Ohne Aufträge, kein Geld für Investitionen. Ja, ohne Investitionen keine Aufträge. Ja, du hast ja recht, aber... Aber was? So ein paar Millionen kannst du doch locker aus dem Ärmel schütteln. Susanne, du ahnst ja gar nicht, wie sehr mir dein großer Sachverstand fehlt, seit du nicht mehr in der Firma arbeitest. Ja, zum Glück hast du ja jetzt einen neuen Experten zur Hand. Aber da würde ich vorsichtig sein. Wenn er sich weiter so reinhängt, dann brauchst du deinen eigenen Sachverstand bald auch nicht mehr. Also, dann? Wann?
Wann machen wir denn wieder mal so eine Fotosession? Hoffentlich bald. Und wenn du Sehnsucht hast, dann sieh dir einfach nur die Fotos an. Ich werde sie vergrößern, rahmen und in mein Büro stellen. Deine Klienten werden begeistert. Tja, vor allem Clarissa. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mit Ihnen sprechen, wegen der Liste. Ich wüsste nicht, was wir außerhalb des Gerichtshofs miteinander zu besprechen hätten. Und ich wüsste auch nicht, was Sie mit Kathi zu besprechen haben. Ja, wenn Sie nicht mit mir sprechen möchten, dann kann ich ja wieder gehen. Was geht hier vor? Was haben Sie mit ihr gemacht? Wenn Sie sie auch nur einmal angefasst haben, dann gnade Ihnen Gott. Ich erwarte eine Erklärung. Oder soll ich ein bisschen nachhelfen? Also. Ich warte. Sie sind doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Lass ihn in Ruhe. Marc hat mich nicht angefasst. Marc? Ach, so weit ist es schon. Was haben Sie von ihr gewollt? Es ist ein Missverständnis. Ich habe doch bereits gesagt, ich wollte mit Ihnen sprechen. Raus. Verlassen Sie sofort mein Haus. Als Anwalt sollten Sie eigentlich wissen, was auf Verführung Minderjähriger steht. Aber als Anwalt von Clarissa scheinen Sie es damit ja nicht so genau zu nehmen. Gehen Sie! Sonst kommt noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs dazu. Oder wissen Sie auch nicht, was das ist? Guck nicht so, ich musste so deutlich werden. Schließlich bist du ja sowas wie eine Tochter für mich. Erstens hat er mich nicht angefasst. Und zweitens, ich bin nicht deine Tochter. Kathi, Was? wir reden später drüber. Ich habe echt geschuftet. Ja, und der Job hat mir total viel Spaß gemacht. Irgendwelchen Rocksängern Sachen hinterher schleppen. Toller Job. Ist es auch. Nur so kann man die richtigen Kontakte knüpfen. Zur Unterwelt. Ich habe mich gut mit dem Keyboarder verstanden. Schön für dich. Weißt du, der hat mir ein bisschen was beigebracht. Keyboard spielen ist echt genial. Soll ich mal? Nein, ich glaub dir schon so. Du glaubst mir nicht. Keiner glaubt mir. Ich glaub dir. Ich glaub dir auch das mit den 1200 Mark. Ich hab dir aber nicht geklaut. Ich hab nur genommen, was mir zusteht. Dieser Sachweh, der hat mich um mein sauer verdientes Geld beschissen. Der war mir 1200 Mark schuldig. Die habe ich mir dann genommen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Interessiert hier doch eh keinen. Doch. Mich. Mich interessiert das sogar sehr. Nun, es tut mir leid, aber ich muss los. Ich würde wirklich noch gerne bleiben, aber ich habe nachher noch ein paar wichtige Termine. Warum denn jetzt? Wolltest du nicht mit uns essen? An Ihrer Stelle würde ich mir das überlegen. Vielleicht können Sie meinen Vater ja zu noch ein paar Schwachsinnsinvestitionen breitschlagen. Susanne, jetzt reiß dich bitte zusammen. Ja? Wenn Bert nicht wäre, dann hätten wir Arno, ich wahrscheinlich sehr bitte viel- dich. Deine Tochter wird schon wissen, was sie redet. Sie studieren doch Betriebswirtschaft. Ja, wieso? Dann sollten Sie eigentlich auch wissen, dass eine Firma investieren muss, wenn sie konkurrenzfähig bleiben will. Es gibt auch andere Wege. Ich weiß. Ich habe auch schon an einen ganz bestimmten Weg gedacht. Das Problem ist nur, ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater diesen Weg mitgehen würde. Welchen Weg denn? Eine Möglichkeit wäre, in deinem Betrieb die Kosten zu senken. Wo soll ich denn meiner Firma die Kosten senken? Ja, ich habe da zum Beispiel an die Lohnkosten gedacht. Ohne eine Senkung in diesem Bereich halte ich die Expansion vom Brandneubau für nicht finanzierbar. Du willst, dass ich Leute entlasse? Nein, wir kürzen nur die Löhne. Die Leute werden ja noch gebraucht. Ich soll meinen Leuten die Löhne kürzen, die werden mir was erzählen. Ja, wir kürzen die Löhne ja nur vorübergehend. Und wenn es dann wieder richtig losgeht, dann erhöhen wir die Löhne Dann einfach können Sie ja wieder. gleich ein paar Sklaven auftreiben. Dann hat mein Vater überhaupt keine Lohnkosten mehr. Bleiben Sie bitte sachlich, ja? Ich bin sachlich. Dann mach nicht so kindische Bemerkungen. Vielleicht hast du recht, aber wie soll ich das meinen Leuten klar machen? Mit denen kann man doch reden. Wir haben doch auch ein Interesse daran, dass es der Firma gut geht. Nicht, wenn sie dafür weniger aufs Konto kriegen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und wenn wir deinen Leuten als Entschädigung eine Gewinnbeteiligung versprechen? Da ist was dran.
Dann fehlt nur noch der Gewinn, der zu verteilen wäre. Was hat sich heute Nachmittag hier abgespielt? Nichts. Kathi, hat er dich angefasst? Nein, kein Stück, wirklich nicht. Diesem Typen traue ich alles zu. Er würde mir nie was tun. Kennst ihn doch gar nicht. Der ist mit allen Wassern gewaschen. Doch, ich kenne ihn. Ich kenne ihn gut genug. Was weißt du denn schon von ihm, diesem schmierigen Rechtsverdreher? Ich weiß nicht viel. Ich weiß nur, dass ich ihn liebe. Und er liebt mich auch. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Der könnte dein Vater sein. Ja und? Diese Karin Michels, mit der du rumgezogen bist, hätte auch deine Tochter sein können. Das ist doch was ganz anderes. Ja, finde ich nicht. Ich bin ja gespannt, was deine Mutter dazu sagen wird. Ja, die wäre wahrscheinlich nicht so begeistert. Ja, das sehe ich auch so. Sie darf davon nichts erfahren. Sie würde durchdrehen und mich sofort ins Internat Ich zurückschicken. muss es ihr sagen. Oder besser du. Christoph, bitte. Ich will sie natürlich im Moment gar nicht aufregen. Genau, das wäre viel zu viel für Sie. Unter einer Bedingung wäre ich bereit, ihr nichts zu sagen. Du siehst Gebhard nie wieder. Das ist Erpressung. Ich würde sagen, es ist ein Geschäft. Okay, das Geschäft gilt. Ich sehe ihn nie wieder, versprochen. Ist das schön, wieder zu Hause zu sein. Was hat du, mein Kleiner? Scheiße. Ich hab's geahnt. Was? Geahnt. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass das nicht gut gehen kann. Du solltest Hellseher werden. Ich sollte nicht mehr diese dämlichen Aufträge von dir annehmen. Und du solltest mir erst mal erklären, was vorgefallen ist. Ich war mit dieser Kathi allein. Fotos habe ich gemacht, diverse Dinge fotografiert. Und plötzlich kommt dieser Christoph herein. Hat er etwa die Fotos? Nein. Aber er hat natürlich Angst, dass ich dieser Göre zu nahe gekommen bin. Und? Bist du? Nein! Selber schuld. Du fändest es in Ordnung, wenn ich mit ihr geschlafen hätte, ja? Du wärst nicht ganz normal, wenn du dir so eine Gelegenheit entgehen lassen würdest. Naja, es war schon ganz lustig. Aber es ist nicht bis zum Äußersten gekommen. Weil Christoph dazu kam. Nein, weil ich keinen Ärger will. Was machen wir denn jetzt mit der ganzen aufgestauten Energie? Kalte Dusche? Das wäre doch reine Verschwendung. So viel ich weiß, ist die Kneipe unten. Aber so viel ich weiß, wohnt Fiona immer nach oben. Und hat offenbar großen Durst. Ja, und einen absoluten Schuss. Ihr versteht euch wohl nicht so gut, oder? Das ist es nicht. Aber die Alte hat sich von dem Typen von der Band total über den Tisch ziehen lassen. Ja, und jetzt muss ich dafür büßen und noch Jahre für Schulden arbeiten, die ich nicht gemacht habe. Was würdest du denn sonst machen? Es ist doch klar, dass ich in der Musikbranche arbeiten würde. Ich habe mich echt gut mit dem Keyboarder verstanden, ne? Und davon kann man leben. Noch nicht, aber ich arbeite dran. Ich habe jeden Tag. Bei so vielen Zimmer, weißt du? Sie hat's mir erlaubt, weil in meinem Zimmer ist im Moment kein Platz. Du, ich schwöre dir, eines Tages, da stehe ich auf der Bühne. Genau wie Prince. Da musst du wohl noch ein paar Instrumente mehr lernen. Aber du hast ja noch genügend Zeit, dich hier ausgehend auf deine Karriere vorzubereiten. Hm? Jeder hat mal klein angefangen. Aber nicht jeder ist so ein Vollidiot wie ich. Ich lass mich nicht länger verarschen. Hey, was ist denn los? Hallo, Kathi. Wo ist denn... Weißt du, wo Christoph ist? Ja, Ja, wo ist er denn? in der Bibliothek. Gott, habt ihr euch gestritten? Nein, wieso? Die Stimme kenne ich doch. Oh Mensch, schön, dass du wieder da bist. Ja, Es kam mir wie eine Ewigkeit vor. mir auch.
Nur leider nichts Neues von Henning. Komm, hast doch alles versucht. Mach dir keinen Vorwurf. Chef, wie stellen Sie sich das vor? Sie können doch nicht einfach die Löhne kürzen. Das können Sie mit uns doch nicht machen. Sigi, jetzt lass mich doch erst mal reden. Tut mir leid, ich habe schon genug gehört. Und was ich gehört habe, passt mir überhaupt nicht. Ihr versteht mich falsch. Ich will euch nichts wegnehmen. Ach nee. Jetzt seid doch bitte mal still. Ihr wollt doch alle mehr verdienen, oder? Für was denn jetzt? Eben hieß es Lohnkürzung, jetzt heißt es plötzlich Lohnerhöhung, oder was? Sigi, jetzt reiß dich zusammen, ja? Also, wenn wir expandieren wollen, dann müssen wir unsere Kosten senken. Das bedeutet, wenn ihr jetzt auf einen Teil eurer Löhne verzichtet, machen wir bald höhere Gewinne und es kommt euch direkt zugute. Wie soll das denn gehen? Weil ich euch eine Gewinnbeteiligung anbiete. Als Ausgleich für die Lohnkürzungen. Sie wollen uns eine Gewinnbeteiligung anbieten? Genau, Herr Hofer und ich, wir haben uns diesen Plan überlegt. Und wir glauben, es ist für alle Beteiligten das Beste. Ich weiß, Leute, niemand verzichtet gern auf Geld. Aber hier lohnt es sich wirklich. Ihr habt mir bisher immer vertrauen können. Ich verspreche euch, auch dieses Mal werdet ihr nicht enttäuscht werden. Naja, Gewinnbeteiligung klingt ja an sich nicht schlecht, aber zuerst mal will ich Zahlen hören. Um wie viel sollen denn die Löhne gekürzt werden? Herr Hofer wird euch das alles erklären. Ich muss zurück ins Büro. Leute, schönen Tag noch. Ja. Also, wir haben uns das so überlegt. Wir werden die Löhne bei den Festangestellten um 400 Mark im Monat. Was? 400 Mark im Monat! Bei den Aushilfen werden 2 Mark pro Stunde gestrichen. Wem das nicht passt, ja? Es gibt genügend Bauarbeiter, die eine Stelle suchen. Sagen Sie mal, sind Sie verrückt geworden? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir uns das gefallen lassen. Schluss jetzt! Ihr werdet hier nicht fürs Rumschreien bezahlt. Das ist eine Baustelle, nicht der Bundestag. Das heißt auch lange nicht, dass Sie mit uns hier machen können, was Sie wollen. Morgen. Hallo, Gero. Guten Morgen, Gero. Habt ihr noch eine Tasse Kaffee für einen armen Medizinstudenten? Bitte, setz dich doch. Gibt's was Neues von Henning? Nee, leider nicht. Gero, ich muss dich um Entschuldigung bitten. Ich habe in letzter Zeit einiges ein wenig engstirnig gesehen. Ein wenig? Ja, ein bisschen viel vielleicht. Es steht mir nicht zu, deinen Lebenswandel zu beurteilen. Auch Henning habe ich viel zu oft vorgeschrieben, was er zu tun und zu lassen hat. Es tut mir jetzt sehr leid. Das muss es nicht. Henning ist vor seinen Problemen davongelaufen, nicht vor deiner Kritik. Na, wie auch immer. Ich habe Fehler gemacht und wünschte, ich könnte einiges wieder gut machen. Das kannst du. Und wie? Indem du mich und Lukas demnächst zum Essen einlädst. Wer ist Lukas? Mein Freund. Was Ernstes? Ja, ich glaube schon. Aber wer weiß das heutzutage schon? Na ja, da will ich mir den jungen Mann mal anschauen. Wann könnte er denn vorbeikommen? Ah, da müssen wir uns nach unseren Dienstplänen richten. Was macht er denn? Er ist Arzt. Na ja. An Ärzten kann man nie genug haben in der Familie, ne? Ja, Ärzte und Rechtsanwälte sind sehr praktisch im Freundeskreis. Mhm. Was hat sie denn? Frag mich was Einfacheres. Gut, Chef, dass ich Sie noch treffe. Ich muss mal kurz mit Ihnen sprechen. Ja, was gibt's denn, Sigi? Es geht um die Sache mit der Lohnkürzung. Hat Hofer euch nichts erklärt? Doch, hat er. Chef, wir lassen uns nicht veralbern. Und von diesem Hofer schon gar nicht. Wie können Sie sich bloß auf so einen Typen einlassen? Was soll denn das heißen, Sigi? Hofer ist mein Partner. Wenn der nicht wäre, säßen wir ganz schön in der Patsche. Ja, das mag ja sein. Aber seinen Ton muss ich mir trotzdem nicht bieten lassen. Und was er mit unseren Löhnen vorhat, schon gar nicht. Ach, jetzt reg dich bloß nicht so auf. So groß sind die Kürzungen nun auch wieder Wie nicht. bitte? Ich muss eine 5-köpfige Familie ernähren und ein Haus abbezahlen. Das sind 400 Mark eine Stange Geld. Ja, aber durch die Gewinnbeteiligung kriegst du doch doppelt und dreifach alles wieder rein. Wann denn? Nee, von Versprechungen kann ich nicht leben. Ach, Sigi, glaub mir. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder Gewinne machen. Ich habe da eine Reihe neuer Projekte an der Hand, wenn wir da zuschlagen. Tut mir leid, Chef, aber ich kann mich darauf nicht verlassen. Ich bin 12 Jahre bei Ihnen und Sie waren immer fair zu mir, aber so einen Kuhhandel, den kann ich nicht mitmachen. Was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass ich kündige. Doch, Sigi. Und ich bin nicht der Einzige. Es gehen noch ein paar andere mehr. Das gibt's doch gar nicht. Ihr könnt doch nicht alle hinschmeißen. Ich werde euch alles erklären. Da gibt's nichts mehr zu erklären. Ich gebe Ihnen nachher die Liste mit den Namen der Leute, die gehen. Dann könnt ihr schon mal unsere Papiere fertig machen.
Guten Morgen. Morgen. Habt ihr Frank gesehen? Nein, noch nicht. Komisch. In seinem Zimmer ist er nicht und sein Bett sieht aus, als wäre er gar nicht drin gewesen. Vielleicht hat er es ja schon gemacht. Oh, Frank doch nicht. Warum sollte er auch? Steigt ja abends wieder rein. Ich habe ihn gestern Abend gesehen, er war gar nicht gut drauf. Nee, das ist nichts Besonderes bei ihm in der letzten Zeit. Und? Hat er gesagt, was er vorhatte? Nee, wir haben uns ganz normal unterhalten. Und plötzlich ist er aufgesprungen und weggerannt. Ganz normal unterhalten? Ja, darüber, dass er Musiker werden will und so. Naja, ich habe ihn ein bisschen aufgezogen. Womit? Damit, dass er mit seiner Musikerkarriere wahrscheinlich noch ein bisschen warten muss. Solange jedenfalls, bis er seine Schulden bei Fiona beglichen hat. Das fand er gar nicht komisch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hätte ich denn ahnen können, dass er so ein Sensibelchen ist? Nein, das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel verlangt. Also Sophie, Gina hat das doch nicht so gemeint. Gina meint es nie so. Und ehrlich gesagt, Fiona, du bist doch auch nicht viel besser. Also jetzt ist aber Schluss. Wieso, ist doch wahr? Okay, du hast dem Typen von der Band die 5.000 Mark gegeben, aber damit war die Sache für dich erledigt. Also ich habe für diesen Bengel 5.000 Mark hingeblättert, die ich wahrscheinlich abschreiben kann. Du redest ja schon wie Clarissa. Aber seine Probleme kann man nicht mit Geld lösen. Ja, und du hättest deinen Bruder ins Gefängnis wandern lassen. Nein, aber ich hätte mir vielleicht mal die Mühe gemacht, mit ihm zu reden, oder? Na, und wie war dein Date? Hat er inzwischen schon um deine Hand angehalten? Blödsinn, bei mir sollte er das tun. Na, bei Christoph. Christoph hat ihn rausgeschmissen. Was? Warum hat er das denn gemacht? Wir haben zum Abschied in der Halle noch ein bisschen geknutscht und dabei ist er reingeplatzt. Und das hat ihm natürlich überhaupt nicht gepasst. Das hat Christoph überhaupt nichts anzugehen. Er ist nicht mein Vater. Und was sagt deine Mutter dazu? Die hat doch inzwischen keine eigene Meinung mehr. Die hat Christoph doch schon voll eingewickelt. Und bei Gero hat er sich auch schon eingeschleimt. Tja, sieht schlecht aus für dich. Schlecht vielleicht, aber nicht hoffnungslos. Niemand schmeißt den Mann meines Lebens ungestraft aus dem Haus. Diesmal ist Christoph echt einen Schritt zu weit gegangen. Und dafür wird er büßen müssen. Entschuldigung, Margita Lohner ist mein Name. Tag. Frau Lewinsky? Ja? Ich suche einen gewissen Frank Lewinsky. Ich auch. Ich komme vom städtischen Jugendamt. Hat er schon wieder was ausgefressen? Nicht direkt. Wir wurden durch die Anzeige auf ihn aufmerksam. Wieso? Die wurde doch zurückgezogen, oder? Ja, schon. Aber der Junge ist minderjährig und lebt offenbar in ungeklärten Verhältnissen. Also, ich bin seine Schwester, ja? Und die Verhältnisse, in denen er lebt, sind alles andere als ungeklärt. Davon können Sie sich gerne selbst überzeugen. Frank! Schwesterchen. Gott. Scheint offenbar doch nicht alles so in Ordnung zu sein. Tja, damit ist die Sache wohl klar. Was meinen Sie damit? Ihr Bruder muss ins Heim.